Es geht um den Fall einer älteren Dame aus Frankfurt. Sie wurde tot in ihrer Wohnung aufgefunden, war stark unterkühlt. Da nicht eindeutig ist, was die Todesursache ist, wird die Frankfurter Rechtsmedizin tätig. Das Team um Professor Marcel Verhoff soll herausfinden, ob möglicherweise eine Covid-19-Erkrankung ursächlich für den Tod der Frau war. In einem Extrasaal für Corona-Fälle und unter besonderen Schutzvorkehrungen untersucht die Frankfurter Rechtsmedizin seit 2020, ob Menschen an oder mit Corona gestorben sind. Also bei unseren etwas über 80 Fällen ist es ganz eindeutig gewesen, nahezu alle wären ohne die Covid-Erkrankung nicht verstorben in dem Moment. Die Rechtsmediziner konnten während ihrer Untersuchungen auch feststellen, wie stark die verschiedenen Corona-Varianten die Organe beschädigen. Die Virusvarianten, die jetzt unterwegs sind, die sind immer noch potenziell tödlich, das ist gar keine Frage, und die sind auch faktisch tödlich. Aber die organischen Veränderungen, die wir beobachten, sind nicht mehr derartig stark, wie das in der Anfangsphase war. Nach der Obduktion findet die Frankfurter Rechtsmedizin keine eindeutigen Hinweise darauf, dass die Frau an Corona gestorben ist. Erst unter dem Mikroskop wird das Ausmaß der Erkrankung sichtbar. Mehrere Organe sind durch die Erkrankung stark beschädigt. Dann waren wir fast überrascht, dass wir dann doch so eine starke Schädigung der Lunge gefunden haben und auf der anderen Seite einen Befall der Nieren. Und damit wird es eigentlich erklärlich, dass sie also durch diese Erkrankung in diese hilflose Situation gekommen ist und letztlich durch die Erkrankung angestoßen den Unterkühlungstod erlitten hat. Die alte Dame ist also doch an Corona gestorben. Das Team konnte klären, ein Gewaltverbrechen fand hier nicht statt. Mehr über die wichtige Arbeit der Frankfurter Rechtsmedizin sehen Sie in der Hessenschau um 19:30 Uhr.